Kennst du das? Du hältst einen Online-Workshop oder eine virtuelle Fortbildung und du schaust in schwarze Kacheln. Wie du das ändern kannst und deine Teilnehmenden motivierst, die Kamera anzuschalten und mitzumachen und mitzudiskutieren, das erzähle ich dir im Video. Hallo, schön, dass du dabei bist hier in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Auftrittsexpertin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Und das ist eine Frage, die ich in letzter Zeit ganz oft gestellt bekomme. Wie schaffe ich es nur, dass meine Teilnehmenden in Online-Workshops und Fortbildungen ihre Kamera anmachen? Ich habe immer das Gefühl, die sind gar nicht mehr dabei, die machen nebenbei E-Mails oder sind schon gar nicht mehr am Arbeitsplatz. Und ich möchte, dass die sich beteiligen, dass die lebendig diesen Workshop mitgestalten. Das ist in der Tat ein wichtiges und richtiges Anliegen, weil ich meine, schließlich machst du ja so einen Workshop, dass am Ende ein Ergebnis steht, entweder ein Arbeitsergebnis oder dass die Menschen, die zu einer Fortbildung kommen, die bei dir dabei sind, dass die sich weiterentwickeln, Wissen generieren oder Kompetenzen anbauen. Dazu macht es Sinn, dass sie mitmachen, dass sie aktiv beim Workshop oder bei der Fortbildung dabei sind. Bei meinen Online-Trainings und Seminaren hier an der Moderatorenschule Baden-Württemberg, da haben die Teilnehmenden immer die Kamera an. Wie schaffe ich das? Wir gehen hier in mehreren Stufen vor. Und das fängt schon lange vor der eigentlichen Online-Fortbildung an, nämlich schon bei der Einladung. Wenn meine Gäste ihre Einladung bekommen, einige Wochen vor dem Seminar und dann nochmal einen Reminder eine Woche vor dem Seminar, dann bekommen Sie da schon gesagt, was ich mir für das Seminar wünsche. Und dazu gehört auch, dass ich den Teilnehmenden sage, ich möchte bitte, dass ihr die Kamera einschaltet. Weil ist doch ganz klar, wenn ich das als Gast vorher nicht gesagt bekomme, kann es ja sein, dass ich vielleicht gerade im Jogginganzug da sitze oder dass hinter mir der unaufgeräumte Wäscheständer steht und da möchte ich natürlich nicht die Kamera einschalten. Wenn ich aber vorher Bescheid weiß, mein Workshopleiter möchte, dass die Kamera an ist, dann bereite ich mich entsprechend vor. Also das ist die erste Stufe, den Teilnehmenden vorher Bescheid sagen, dass die Kamera an sein muss. Die zweite Stufe ist, dass ich bei der Begrüßung als Gastgeberin meiner Fortbildung oder meines Workshops die Gäste dazu aktiv einlade. Ich gehe mit den Leuten ins Gespräch und es gibt ja immer so einen Moment, bevor es offiziell losgeht. Also du bist ja hoffentlich 10 bis 5 Minuten vorher in deinem Kurs, in deinem Training und da gehst du schon ein bisschen in den Smalltalk und da kannst du ja auch schon überprüfen, ob die Leute eine funktionierende Kamera und einen funktionierenden Ton haben, indem du eben sie konkret ansprichst. Herzlich willkommen, Birgit, schön, dass Sie auch dabei sind. Funktioniert Ihre Kamera? Machen Sie sie gerne mal an. Oder Jens, Sie sind aus München zugeschaltet, gerne mal die Kamera anmachen. Also so gehe ich da in den Dialog mit den Leuten und sorge schon dafür, wenn es losgeht, haben alle ihre Kameras an. Bei großen Gruppen kannst du das natürlich nicht so einzeln und so direkt machen. Da kannst du es allgemeiner formulieren. Du kannst sagen, so und ich sehe, jetzt haben viele von Ihnen die Kameras noch nicht eingeschaltet. Herzliche Einladung an Sie alle, machen Sie die ruhig an. Weil für mich als Moderatorin ist das einfach angenehmer, wenn ich in Ihre Gesichter schauen kann, wenn ich sehe, wie das, was wir hier machen, auf Sie wirkt und wenn ich auch mal eine Reaktion bekomme. Also so sage ich das dann, wenn die Gruppe ein bisschen größer ist. Und ja, natürlich, bei 100 Leuten machen immer ein paar ihre Kamera nicht an. Da brauchst du einen kleinen Toleranzbereich. Die übersiehst du dann einfach, aber die Mehrzahl wird dann ihre Kamera anhaben. Das ist für mich die zweite Stufe, dass ich das bei der Begrüßungsmoderation oder bei der Einleitung des Workshops schon direkt mitsage und sehr, sehr aktiv adressiere. Und die dritte Stufe ist dann, dass ich in dem Workshop
in meinem Training sehr interaktiv arbeite, wo ich immer auch was sehen möchte. Zum Beispiel arbeite ich ganz viel mit Handzeichen und ich will eben nicht die virtuelle Hand, die kann man auch heben, wenn man möchte, ja, gibt es ja auch, aber ich sage aktiv, so, wer hat das oder jenes schon mal erlebt, bitte mal kurzes Handzeichen und ich hebe selber die Hand und du siehst, wie das die anderen auch machen in deiner Kamera. Oder ich möchte immer wieder in die Diskussion einsteigen, also ich mache relativ kurze Impulse. Das ist dann Workshop-Methodik. Wenn dich das übrigens mal interessiert, wie baue ich denn ein Online-Seminar oder einen Online-Workshop auf, dass der sehr interaktiv ist, dass der abwechslungsreich ist, dann empfehle ich dir, hier bei uns mal vorbeizuschauen. Wir haben da ganz tolle Kurse, zum Beispiel Methodenfeuerwerk für Online-Meetings oder Online-Seminare. Da kannst du das lernen, wie du sowas aufbaust, dass die Leute eben auch aktiv dabei sind, sich aktiv einbringen. Und das mache ich über so einen Workshop, dass ich so immer nur so ganz kleine Elemente habe, einen kleinen Impuls von 5 Minuten, dann wieder eine Reflexionsrunde, bei der ich frage, welche Fragen, Anmerkungen und Resonanzen gibt es von euch? Ja, und dann will ich was zurückhaben. Natürlich könntest du theoretisch sagen, ja, geht auch ohne Kamera, die Leute können es ja in Chat schreiben, aber ich versuche richtig mit denen in die Diskussion zu kommen. Ja, wer meldet sich jetzt hier zu Wort? Wer möchte dies oder das mal ausprobieren? Ja, wenn ich mit Leuten in die Diskussion komme, dann schalten sie sich in aller Regel ein. Also es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Elementen, dass du Menschen dazu bewegen kannst, ihre Kamera einzuschalten und aktiv mitzumachen. Und es liegt an dir, ob die Leute die Kamera anhaben. Ich sage immer, du trägst die Verantwortung. Du stehst vor der Kamera. Du machst den Workshop oder die Fortbildung. Viel Spaß dabei!